Wir sind leider dabei, wieder auszuziehen, ein bisschen verfrüht. Es hat ein Problem gegeben. Wenn Sie nicht antworten in einer Stunde, dann ist es 20 Uhr. Dann ziehen wir aus. Entweder so, unsere Wohnung für die nächste Woche. Bin schon gespannt. Okay, coole Aussicht. So, und genau deshalb suchen wir uns normalerweise immer Apartments mit mindestens 2 Zimmern, weil wir so viel Zeug haben. So, wir haben jetzt unsere Sachen verstaut. Das ist immer ein kritischer Punkt bei uns. Normalerweise versuchen wir eine Wohnung zu finden, die mindestens 2 Schlafzimmer hat, einfach weil wir so viele Sachen haben. Und jedes Mal, wenn wir eine Wohnung finden für eine Woche oder so, das passiert ungefähr einmal im Monat, räumen wir unser Auto aus und verstauen alles in der Wohnung, damit wir unser Auto einmal waschen können, innen, außen. Und dafür brauchen wir natürlich viel Platz. Jetzt hier muss ich sagen, die Wohnung scheint ein bisschen kleiner, als wir das gedacht haben auf den Fotos. Es ist jetzt relativ wenig Platz hier, aber wir haben versucht, alles schön zu verstauen. Die Küche bietet relativ viel Platz. Ist sauber, hat viel Stauraum, hat verschiedene Geräte hier, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Blender, Toaster, Mikrowelle, großer Kühlschrank, also das gefällt mir ganz gut. Und auch das Badezimmer schaut ganz gut aus. So, warmes Wasser gibt's. Das ist manchmal kann das selten sein in den Wohnungen hier in Südamerika. Ja, sonst soll ich die Dusche auch testen, wie der Wasser, das Stream ausschaut. Wie sagt man Stream? Strahl. Stromstrahl. So, ich möchte die Dusche auch testen nach dem Wasserstrahl, weil das fürs Haarewaschen immer ganz wichtig ist. So, ganz okay. Okay, wir haben ein Schlafzimmer. Schlafzimmer ist auch relativ klein, aber was uns immer ganz wichtig ist, ist ein Queen-Size-Bett. Also 160 Zentimeter, was es hier gibt. Das ist ganz gut, scheint gemütlich. Wir haben hier im Schlafzimmer auch einen Fernseher. Mir wäre der Fernseher eigentlich lieber im Wohnzimmer, aber es ist jetzt so, kann man vielleicht auch gut benutzen. Stauraum hier ist gegeben, aber nicht so viel, dass wir wirklich alles verstauen können. Wir müssen weiterhin Koffer und ein paar Taschen auch hier rund ums Bett verstauen. Kommen wir zu was sehr Schönem an der Wohnung. Sieht man hier schon im Schlafzimmer, aber vielleicht machen wir es im Wohnzimmer, nämlich die Aussicht. So, die Aussicht hier in Lima gefällt mir sehr gut. Wir sind hier im 16. Stock. Man sieht den Pazifik und auch den Verkehr. Schau, da drüben gibt es ein Feuer. Und irgendeine Polizei oder Feuerwehrtraining. Gibt es sicher immer was zu sehen. Was halt dazu kommt bei so einer großen Stadt ist, dass es immer recht laut ist. Vielleicht ist es besser, dass wir hoch oben sind, aber ich glaube, die Aussicht macht das auch mit. Sagst du das? Wett? Ja, hier unsere Couch ist nicht wahnsinnig groß, aber scheint ganz gemütlich. Was wir immer machen, wenn wir irgendwo sind, wir nehmen unsere eigene Fließdecke und geben die auf die Sofas, weil man nie so genau weiß, ob die Sofas manchmal nicht so gut riechen oder nicht so sauber sind.
und somit schützen wir sie auch vor neuem Schmutz. Ja, diese Wohnung ist wie alle unsere Wohnungen und Hotels, die wir uns nehmen, für unser Budget um 33 €. Manchmal schaffen wir es, dass wir auch größere Wohnungen finden. In diesem Fall jetzt leider nur diese Wohnung mit einem Schlafzimmer. Aber die Wohnung hat sonst eigentlich alles, was wir brauchen, nämlich Garage, schnelles Wi-Fi und Waschmaschine. Obwohl das schnelle Wi-Fi müssen wir noch testen. In der Annonce haben sie gesagt, es ist 50 Megabit. Nicht schlecht, damit kann man arbeiten. So, was uns immer sehr wichtig ist, ist, dass wir irgendwo eine Art Stehtisch haben. In meinem Fall hier ist der Kitchen Counter ganz okay von der Höhe her. Für den Paul ist es leider zu niedrig. Der Paul hat sie da drüben schon eingerichtet mit seinem Stehtisch. So, mit super Ausblick gegen die Wand. Ja. Noch eine Sache, die uns in den Wohnungen hier in Südamerika oft auffällt, ist, dass es so kalt ist, weil nicht alle Wohnungen eine Heizung haben. Auch diese Wohnung hat nur eine AC, also nur Klimaanlage, keine Heizung, aber es gibt einen Dehumidifier, also dass die Feuchtigkeit entzogen wird, was wichtig ist, weil hier in Lima die Sonne nicht so oft durchkommt, das heißt, die Wohnungen sind oft feucht und kalt. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Im 16. Stock, ich finde, es ist gar nicht so kalt, es ist relativ warm, der Boden. Umsonst haben wir auch immer einen Heizstrahler dabei. Vielleicht sagen wir den her. So, hier ist unser Heizstrahler. Das kann oft ganz praktisch sein, weil man nie genau weiß, wie kalt es in einer Wohnung wirklich ist. Gut, also wir sind gerade erst eingezogen in diese Wohnung. Uns gefällt es generell schon mal ganz gut. Wir haben jetzt noch eine Woche vor uns in Lima und hoffen, dass die Wohnung auch gut ist zum Arbeiten, zum Entspannen und dass wir die Stadt noch besser kennenlernen können. What? Packing again? So ist es. Yeah. Wir sind leider dabei, wieder auszuziehen, ein bisschen verfrüht. Es hat ein Problem gegeben in der Wohnung. Die Therme hat nicht mehr funktioniert, der Water Heater. Das heißt, wir haben kein warmes Wasser mehr gehabt. Und sie haben uns gesagt, wir müssen ausziehen. Das Problem ist, dass wir so viele Sachen haben, dass uns das gestern schon ungefähr 2 Stunden gekostet hat, dass wir unsere Koffer, Taschen, alles ausräumen aus dem Auto, hier nach oben bringen, einräumen und jetzt sollen wir ausziehen in ein neues Gebäude. Die Kommunikation funktioniert leider nicht so gut. Es ist schon öfters hin und her gegangen. Jetzt die letzte Idee war von ihnen, dass wir eben ausziehen müssen. Und da es uns so viel Zeit kostet, relativ viel Inconvenience verursacht, haben wir gesagt, ja, wir ziehen aus, neues Gebäude, aber muss natürlich die gleichen Requirements haben wie Gym, Washing Machine, AC, View, Garage. Und wir haben gesagt, wir akzeptieren es nur, wenn sie uns einen zusätzlichen Tag geben. Jetzt ist einmal Stille, schon seit 1,5 Stunden. Wir haben mit dem Building Manager gesprochen, er kann auch leider keine Entscheidung treffen. Wir packen jetzt einmal, weil wir haben uns gedacht, was machen wir, wenn sie nicht antworten in 1 Stunde, dann ist es 20 Uhr, dann ziehen wir aus, entweder mit unserem Vorschlag, mit einem Tag extra und dann noch die ganze Woche in dem anderen Gebäude, oder wir gehen in ein Hotel und wir lösen die Sache mit Airbnb. Die sind normalerweise ganz gut mit Customer Service, wenn man ihnen erklärt, was schiefgelaufen ist, geben sie einen auch einen Refund und man gibt es einen Rabatt oder so bei der nächsten Buchung. Aber ja, wir warten jetzt einmal und packen weiter.
Also so sieht es momentan bei uns wieder aus. Wir haben auch sehr viel Essen gekauft gestern, was wir jetzt wieder transportieren müssen. Die beiden Taschen hier sind voll und die Coolerbox. Und ja, wir warten auf Neuigkeiten. Okay, message. Hi Alexandra, we are sorry for the inconvenience during your stay. We agree for you to stay one more night. The team that is contacting you will give you instructions on how to move to another building. Thank you for your understanding. Nice. I hope it works out. Wir haben jetzt noch nicht wirklich persönlich was von Ihnen gehört, aber über Airbnb haben Sie jetzt diese Nachricht geschickt. Wir haben Ihnen immer auf WhatsApp und auch auf Airbnb geschickt, weil es wichtig ist, dass Sie wissen, dass die Plattform auch davon was weiß, dass es irgendwelche Probleme gibt. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert, dass Sie uns kontaktieren, wo wir hinfahren sollen und ja, dass die Wohnung auch schön ist. So, jetzt nach, ich glaube, 4,5 Stunden des Wartens und Hin- und Herschreiben hat sich die Firma von diesem Gebäude hier hat eingewilligt, dass wir, wenn wir schon umziehen müssen, einen zusätzlichen Tag bekommen. Jetzt geht es wieder ans Auto packen und wir werden sehen, wie die neue Wohnung dann aussieht. Angeblich ist sie besser. Ja, hier sieht man die Therme, die sie rausgenommen haben. Die ist jetzt weg, wir haben kein Wasser mehr, kein warmes Wasser. Und hier ist das Wasser reingeronnen. Die hat ein Loch gehabt, die Therme. Ja. Hoffentlich gibt es im nächsten Apartment wieder warmes Wasser. Die erste Ladung haben wir schon mal runtergebracht. Hier die Garage ist leider ein bisschen umständlich, weil man zuerst 6 Stockwerke runterfahren muss und dann zu Fuß 2 nach oben gehen. Und das hat der Paul gerade gemacht und holt jetzt das Auto, fährt runter. Wir können mal die erste Hälfte packen und dann fahren wir wieder rauf und holen das weitere Gepäck. Neues Apartment, neues Glück.